bestimmt gleich wieder. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Pharao. So, wie gesagt, letztes Mal, wir machen nicht Ancient Conquerors weiter, sondern springen direkt zu Cleopatras Kapitell und da bekomme ich pünktlich eine Nachricht über WhatsApp. Wahnsinn. Gerade auch noch gestartet schon geht das Ding ja los. So, wir machen Cleopatras Kapitell. Alexander der Große selbst hat was pays the future side of Alexandria, the port city on the Mediterranean Sea that you must now build. Ah ja. Wir sollen Alexandria also bauen. Aha. Ending ist die Cleopatra der 7. Alexandria wird die größte Stadt der Welt. Wird sogar Rom beflügeln in Population und Reichtum. Alexanders Mausoleum, die große Bücherei, der Pharos-Leuchtturm und das Caesarium sind die Stadtprojekte. Das ist also eine reine Monumentalbauschlacht. Aber was ist mit Roms starken Legionen? Werden sie gegen Kleopatras Ägypten benutzt werden? Ja, wahrscheinlich schon. The great Alexander, son of Philip II of Macedon and scourge of the Babylonian Empire, blessed the lands of Egypt with his presence. With his coming, the final corrupt Persian satrap has hastily fled. After sacrificing to the Apis bull at Memphis, Alexander has been accepted as Pharaoh. All the people rejoice. Before setting off on his journey to the Oracle of Amun in the Siwi Oasis, however, our leader decided to found a new city, one that he wishes to someday be the capital of his vast and expanding empire. In his infinite wisdom, he has appointed you to be this future city's first mayor. The great Alexander has bestowed upon you a generous endowment of funds from which to begin construction, and has given you the services of the esteemed Greek architect Dinocrates. In a mere dozen years, he expects you to have the commercial, cultural, and military might of his city developed to high standards, as he has vowed to return. Our leader has even taken the time to trace the positions of the two main thoroughfares of his city. The Canopic Street runs along an east-west axis. The other main avenue is perpendicular to it, and heads inland from Cape Lochias southward toward Lake Meriut. As trusted overseer of this project, you should quickly build port facilities and establish lucrative trade routes. There should be many customers for our products, especially wheat, barley, papyrus, and linen. Do not neglect the cultural aspects of this city, nor its military, however, as there are still roaming Vandals that wish to rob Egypt of her wealth. Ja, ich freue mich. Ich freue mich schon sehr auf diese Mission. Es ist die erste Mission und schon müssen wir wieder Common Residences bauen. Wobei, sind das die 3x3? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Ich habe das sowieso nie im Kopf. So, Prosperity 55, das sollte kein Problem sein. Monument Rating auf 14, keine Ahnung womit. Und die Population auf 4000. Ja, wir hatten gerade sogar schon mehr. Schauen wir uns erstmal die Stadt an. Wir haben keinen Working Dock. Wir haben schon wieder Ah! Ich möchte jetzt schon wieder fast abbrechen. Ich kann das nicht abhaben, wenn ich unter Zeitdruck stehe, um irgendwelche Missionen zu machen. Das ist auch der Grund, lieber Smash Boy, weswegen ich Stronghold nicht wieder anpacken werde. Das Spiel ist so dermaßen verlaust mit, sie haben nur 6 Monate Zeit, dass man überhaupt nicht in Ruhe zum Arbeiten kommt. Ich werde tatsächlich, um es jetzt mal offiziell zu machen, ich werde Stronghold nicht let's playen. 228 Monate, das sind wie viele Jahre? Zu wenige. Was ist das Monument hier? Das ist das Mausoleum. Das braucht Sandstein. Das hatten wir schon mal in der Mission. Womit können wir denn Rain and Barley? Wir haben Fischereien. Okay. Wir haben auch keinen
Flutgebiet, weil Alexandria hat kein... Ist bloß noch ein Nil-Delta. Das heißt, ich muss tatsächlich meine Farmen hier unten hinsetzen. Was seid ihr denn? Was? König Kobras. Oh, hier haben wir ein schönes großes Gebiet. Die kriegen wir auch. Schlangenbisse ab. Kann ich hier... Bitte sag mir, dass ich kann Towers bauen. Oh, wie schön. Okay, keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Wie viele Schlangen hat das hier? Oh, Flutgebiet. Hier unten haben wir Flutgebiet. Sehr gut. Okay, haben wir, nein. Wir brauchen kein Holz. Weg damit. Farmen. Wir brauchen erstmal Grain. Das passt nicht. Das war jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so schlau. Wobei, doch, funktioniert. Sehr gut. Können wir eine Straße lang ziehen? Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. So, und hier kommt dann die erste Siedlung rein. Man muss dazu sagen, schon schön, dass wir nur Wiese haben. Das macht schon mal einiges ein. Ja? Oh, wir haben auch bloß 2 Tempel. Wir haben 2 Tempel. Das ist ja großartig. So, hier kommt natürlich der Palast hin. Village Palace und Personal Menschen. Hier kommt Dingens ran. Posten. Hier kommt ein Brotbox.
So, das Mausoleum. Kann ich das schon setzen oder muss ich dafür erstmal irgendwas haben? Ich brauche 250 Blöcke auf Sandstein auf Lager. Okay. So, du nimmst nichts an außer Töpferwaren und Bier und du nimmst alles an. Posten, Feuerhaus und ein Rotbuch an diese Stelle und an diese Stelle. So, haben wir schon mal einen Grundstock aufgebaut. Da können die ersten Leute jetzt einziehen und ihre ersten Steuern bezahlen. Und hier kommt noch mehr Green rein. Da kommt die Siebgase rein. Und hier kommt irgendwo ein Turm hin. Hier ist ein bisschen warm gerade. Was ist das hier eigentlich? Warum endet die Straße hier mitten im Nichts? Wow. Okay. So, er hat sich schon beschwert, dass wir keinen Working Dock haben. Brauchen wir aber ein paar Working Docks. Architektenposten und das verbinden wir hier. Warum will er eigentlich Working Docks haben? Was ist denn das? Achso, die Grabbeigaben für, wie hieß er? Alexander. Good levels alone. Common Residence 0. 12 needed. Ich weiß leider nicht, welche die Common Residence ist. Wenn man Pech haben muss, tatsächlich schon wieder irgendwas basteln. So, achso, wir haben bereits Leute, mit denen wir handeln können. Müssen wir die Trade Route tatsächlich nicht kaufen. Die ist schon da. Na gut. Das freut mich. Ich kriege mich, glaube ich, schwere Stellen, mit mal Leute hier auftauchen. Und einziehen. So, was ist hier? Ein Employee 10 needed. Okay. So, erste Population Milestone 500 Leute. Dann wieder runter mit der Geschwindigkeit. Denn dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich immer Mitarbeiter, ne? Ja, definitiv. Vierzehn. 8. Nochmal 15. Warum müssen hier Steine liegen? Die machen mir gerade die Planung kaputt.
Ach, heute machen wir mal so. Ahaha. Der Tax Collector und der Dentist. So, jetzt haben wir so wenige Steine. Tempel. Machen wir nochmal einen Pitara-Tempel mit einem Pampa. 6, 7, 8. Du hast dann nichts zu suchen. Aha, was ist das? Tist und Text. Sieben. So, das soll erstmal ein schöner Grundstock sein. Hier kommen jetzt Steine, dann kommen weitere Unebenheiten und da sind gerade Leute von Schlangen getötet worden. Wall. Tower. Butter. Architekt Firehouse. Oh, wir sind gleich noch hier die Akademie hin. Oh, Mann! Nein, Moment. Der Tower braucht Zugang zum Haus. So, wo wir gerade hierbei sind, Fischereien. Und wir brauchen natürlich auch eine Shipwright, damit die Fischereien auch ihre Dingens bekommen, ja. Boote. Boot. So, Nahrungsmittel sind erstmal gesorgt. So, hier kommt nur Töpferei und hier kommt auch nur Bier rein. Da können Sie mich beide Basare hier draus bedienen.
So der Plan. Jetzt quäl doch mal den armen Rasentrimmer nicht so. So, holen wir die Geschwindigkeit. Und dann würde ich mal sagen, da wir schon wieder in 2 Minuten angekommen sind, machen wir eine kleine Pause hier. Ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen. Falls ja, sehen wir uns Montag wieder. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.